Das Donaudelta. Ein Paradies für Vögel, Fische und Pflanzen aller Art. Allein, was ist mit den Menschen, die hier leben? Was halten die von Umweltschutz und Gesetzen aus Brüssel? Uns behindert das eher. Wir kennen auch nicht die ganze Wahrheit. Unsere Behörden zumindest sagen immer, dass das alles Auflagen der Europäischen Union sind. Daniel Ivanov ist einer der letzten seiner Art. Der 43-Jährige steht am Ende einer langen Ahnenreihe von Fischern. Und nicht nur er. Im Donaudelta, so ist zu befürchten, stirbt der Beruf, der seit Jahrhunderten die Menschen hier ernährte und mit Stolz erfüllte, langsam aber sicher aus. Es ist ein schwerer Beruf. Eigentlich ist es kein Beruf, es ist Schicksal. Es ist Teil dieser Region. Ich wäre auch lieber in Hamburg geboren, aber leider, obwohl, was heißt leider? Ich persönlich war 16 Jahre lang in der Armee. Dann habe ich gekündigt und habe mit der Fischerei angefangen. Mittlerweile kommen Dan Zweifel, ob das die richtige Entscheidung war. Im äußersten Südosten Rumäniens, dort wo die Donau sich ins Schwarze Meer ergießt, bildet sie das zweitgrößte Delta Europas. Doch für die Fischer wird es, je nach Schonzeit, ganz klein. Denn ob, wann und wo sie ihre Netze auswerfen dürfen, bestimmen andere. In Brüssel, in Bukarest oder in der Kreisstadt Tulcea. Im April und Mai gilt ein allgemeines Fangverbot für alle Süßwasserfische. Was bleibt, sind die 3 Hauptarme des Stroms, wo die Heringe stromaufwärts schwimmen zu den Laichplätzen in seichteren Gewässern. Wir werfen die Netze quer über die Donau aus, dann gehen sie runter bis auf den Grund und treiben etwa 2 Kilometer bis zur Mündung. Immerhin, der Hering geht, wird gut gehandelt. Für die Fischer ist er zu dieser Jahreszeit ein absolutes Muss. Wenn das hier mit den Heringen nicht gut läuft, dieser eine Monat, wenn wir da kein Geld verdienen, sind wir tot. Finanziell sind wir dann mausetot. Das ist mein bitterer Ernst. Des einen Leid, des anderen Freud. Die Richtlinie 92/43 EWG, die sogenannte Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, regelt europaweit den Schutz von bedrohten Arten. Für den Ornithologen und Naturschützer Mircea Gogu und vor allem für seine geliebten Vögel ist die Bestimmung ein wahrer Segen. Seit 40 Jahren forscht der 66-Jährige im Donaudelta. Und seine Beobachtungen sind für Vogelkundler und Naturschützer aller Herrenländer äußerst erfreulich. Die Fauna und die Flora im Donaudelta haben sich über die vergangenen 30 Jahre positiv entwickelt. Die wichtigsten Indikatoren für den Zustand eines Habitats sind die Raubvögel, die an der Spitze der Nahrungskette stehen. Die Umweltgifte verdichten sich in der ökologischen Pyramide. Die Folge? Entweder die Eier haben eine zu harte Schale und die Küken können nicht schlüpfen, oder eine zu weiche, die beim Brüten zerquetscht wird. Vom Weißkopfadler zum Beispiel gab es vor 1989 gerade mal 6 Nester. Mittlerweile hat sich die Zahl verdreifacht. Das bedeutet, dass die Umweltverschmutzung abgenommen hat. Die größten Umweltsünden wurden vor langer Zeit begangen und wirken bis heute nach. Künstliche Kanäle und massiver Raubbau an der Fischpopulation beschädigten das ökologische Gleichgewicht nachhaltig. Die meisten Kanäle wurden in den 50er und 60er Jahren gebaut. Man wollte damals die Fischbestände möglichst umfassend und gewinnbringend ausbeuten.
In jenen Jahren, als Rumänien gewissermaßen unter russischer Bevormundung stand, begann man das Fischen mit Starkstrom. Sie haben dabei alles Leben zerstört. Das war der Beginn der Vernichtung ganzer Populationen. Um die Bestände, zum Beispiel an Stör oder Hering, wiederzubeleben, haben wir vorgeschlagen, die Begradigung, die hier am Sfântu-Gheorghe-Kanal gemacht wurde, mit einer Schleuse zu schließen. Damit kann die Stromgeschwindigkeit reguliert und ein einigermaßen natürlicher Zustand wiederhergestellt werden. Das Biosphärenreservat Donaudelta beherbergt über 5000 Tier- und Pflanzenarten. Mit einer Fläche mehr als doppelt so groß wie das Saarland und einer Bevölkerungsdichte von gerade mal 2 Einwohnern pro Quadratkilometer ist es eines der am dünnsten besiedelten Gebiete Europas. Hier kreuzen sich die Wanderwege der Vögel aus Osteuropa und Asien auf dem Weg in den Süden. Doch was für den Ornithologen vor allem Forschungsobjekt ist, ist für die Fischer Lebensgrundlage. Der Konflikt ist programmiert. Er hat's mit den Vögelchen. Fische sind mir auch nicht fremd. Das freut mich für dich. Früher wurden auf einer Runde 120 bis 150 Kilo Fisch gefangen. Manchmal sogar 200. Das war so damals. Und aus wissenschaftlicher Sicht kann ich sehr wohl erklären, warum der Hering ganz aussterben wird. Durch die Begradigung des Flusslaufs ist die Stromgeschwindigkeit stark angestiegen. Für den Hering bedeutet das zusätzlichen Kraftaufwand. Kommt er trotzdem bis zu seinen Laichplätzen, ist er völlig erschöpft und kann nicht mehr laichen. Nach und nach wird er so völlig aussterben. Unser Problem ist auch das Verbot der Störfischerei. Ja, aufgrund von Berichten der rumänischen Behörden, wonach der Bestand an Stör rückläufig ist, wurde das Fischen völlig untersagt. Rumänien hat das ratifiziert. Damit ist es Gesetz und muss befolgt werden. 16 Lei pro Kilo bringt der Hering heute. Immerhin mehr als andere Sorten. Früher wurden noch staatlich festgelegte Summen gezahlt. Doch mittlerweile bestimmen auch hier Angebot und Nachfrage. Der Fang ist mäßig heute. Und trotzdem besser als sonst. 480 Lei. Es sind 30 Kilo, denn 2 Kilo wiegt der Behälter. Ist okay, könnte besser sein. Die umgerechnet 120 € muss er mit seinem Partner teilen. Mal mehr, mal weniger. Was sollen wir machen? Vom Niedergang der Fischerei ist die ganze Region betroffen. Das Fischerörtchen Sfântu-Gheorghe an der Mündung des gleichnamigen südlichsten Donauarmes zählt gerade noch rund 700 Seelen, Tendenz sinkend. Häuser und Grundstücke stehen zum Verkauf. Vor allem junge Menschen verlassen das vermeintliche Idyll. Schuld daran hat, für Dan Ivanov, die ständige gesetzliche Gängelei. Etwa, dass er als Fischer maximal 5 Kilo seines Fangs zur Eigennutzung mitnehmen darf. Im Sommer, wenn er gelegentlich Touristen beherbergt, muss er Fisch kaufen oder sich strafbar machen. Wirklich dramatisch wurde die Lage durch eine weitere EU-Entscheidung. Das totale Verbot der Störfischerei vor 11 Jahren. Ich entschuppe ihn, putze ihn und dann können wir ihn braten oder grillen. Auch Fischsuppe könnte man gut damit machen, zusammen mit Karausche und natürlich mit Stör. Aber den können wir uns zurzeit abschminken. Oder von den Bulgaren kaufen, nachdem an uns vorbeigeschwommen ist. Die atemberaubende Schönheit der Natur, für Dan Ivanov ein schwacher Trost. Tschüss, Oma. Bleib gesund und geh mit Gott. Maria Miruna, die 14-jährige Tochter des Fischers, geht in die 8. Klasse. Es ist das letzte Jahr der Mittelschule.
Dann muss und wird sie ihr Heimatdorf verlassen und hinaus in jene Welt, die sie bisher nur aus ihrem Smartphone kennt. In ihrem Jahrgang sind nur noch 8 Schüler. Früher waren sie noch 40 und keiner wird bleiben. Das Gymnasium samt Internat ist in der Kreisstadt Tulcha, über eine Bootsstunde entfernt. Ich will aufs Gymnasium. Gut, vorher muss ich die Aufnahmeprüfung bestehen. Aber dann gehe ich aufs Gymnasium. Mein Vater ist Fischer, aber ich sehe keine Zukunft in diesem Beruf. Deshalb will ich nicht hier bleiben. Ich will so schnell wie möglich weg hier. Und was geschieht mit diesem Beruf? Den wird es nicht mehr geben. Wer kann, haut ab. Aus Fyntu Georgie, aus dem Delta, aus dem Land. Im Geschichtsunterricht geht es heute um ein anderes, ein früheres Rumänien. Könnt ihr mir sagen, was mit kritischem Geist gemeint ist? Haben die Rumänen einen kritischen Geist? Ja? Der kritische Geist ist den Menschen hier in 45 Jahren Kommunismus ausgetrieben worden und einer reinen Überlebensstrategie gewichen. Das hat sich noch verstärkt, seit Rumänien der EU beigetreten ist. Nun trifft die Brüsseler Regulierungswut auf einen notorisch korrupten Beamtenapparat. Die Europaverdrossenheit, so viel steht fest, kommt langsam auch im äußersten Südosten der Gemeinschaft an. Schuld an der Misere sind wir, die Menschen. Die Umweltverschmutzung im Meer hat natürlich Auswirkungen. Anders kann man den schlechten Fang nicht erklären. Was soll ich sagen? Es läuft schlecht. Die Biosphärenverwaltung hat sich die besten Flächen unter den Nagel gerissen. Hat sie uns sozusagen weggenommen. Und wo man gut fischen könnte, dürfen wir nicht mehr rein. Viel mehr als die paar Deltafischer belasten Umweltsünden aller Anrainerstaaten die Fischpopulation. Nach 7 bis 8 Stunden Pause müssen auch Dan Ivanov und sein Kollege wieder ran. Es gibt eine klare Reihenfolge, wer wann seine Treibnetze auswerfen darf. Wenn man sein Zeitfenster verpasst, muss man wieder 7 Stunden warten und der Verlust ist nicht mehr auszugleichen. Die Männer sind mittlerweile seit 48 Stunden wach und zunehmend gereizt. Diese Hektik haben sie, da sind sie sich sicher, jenen Schreibtischtätern zu verdanken, die Schonzeiten nicht wie früher, etwa von der Wassertemperatur abhängig machen, sondern nach Gutdünken bestimmen. Ich habe den Eindruck, die Gesetze werden von den Putzfrauen gemacht. Die Fischereiverbände wurden nicht gefragt, die Fischer wurden nicht gefragt, die lokalen Behörden, die die Probleme kennen, wurden nicht gefragt. Es wird einfach entschieden, was, wie, auf welche Art, wann, von wo bis wohin. Aus dem Büro selbstverständlich. So läuft das. Wir sollen unsere Bräuche und Traditionen bewahren. Aber wie soll das gehen, wenn uns sogar verboten wird, unsere eigenen Kinder mit aufs Boot zu nehmen? Ich darf mein eigenes Kind nicht mitnehmen, weil es eine betriebsferne Person ist. Von wem bitte soll das Kind fischen lernen? Von wem? Von der sogenannten Fischereischule, auf die sogar ich gezwungen wurde zu gehen? Einen Scheiß von einer Schule, wo ich nichts gelernt, aber ein Diplom bekommen habe, das die EU vorschreibt. Mircea Gogu, Direktor der rumänischen Ornithologischen Zentrale, hat die vermeintlich guten Zeiten im Delta noch erlebt. Da wurde der Fischbestand allerdings durch Fischfarmen im Hinterland reguliert und der Stör war ein Devisenbringer für das chronisch klamme Land. Das war die alte Annahmestelle für Fische, die älteste in Sfântu Gheorghe. Sie wurde geschlossen, weil sie viel zu groß war. Es war die staatliche Annahmestelle. Die Immobilie steht seit Jahren zum Verkauf. Es brennt im Donaudelta aller Orten. Nicht nur im übertragenen Sinne. Die Bewohner zünden das Schilf an. Manchmal geht es auch von selbst in Flammen auf. Aber zurzeit ist der Himmel klar und es gibt keine Blitze. Sie brennen das Alte ab, um dem frischen Schilf Raum zu verschaffen. Das ist gefährlich für die Wandervögel, die gerade beginnen zu nisten. Eigentlich ist das jetzt auch nicht erlaubt. Normalerweise wird das Schilf im Winter abgefackelt.
Jetzt erwacht die Vegetation und die Vögel sind bereits da. Überlieferte Bauernregeln gegen internationales Recht. Die Naturschutzgesetze der Europäischen Union sind meiner Meinung nach eigentlich gut. Aber bei den Bestimmungen zum Schutz des wilden Lebens müssen auch die Menschen berücksichtigt werden. Auch sie müssen geschützt werden. Das totale Verbot der Störfischerei hat die rumänischen Deltafischer besonders hart getroffen. Die Ruinen sind eine bittere Reminiszenz an bessere Zeiten. Hier war die größte Fischannahmestelle für Salzwasserfische. In diesem Becken wurde der Fisch in Salz eingelegt, um ihn haltbar zu machen. Hier gab es immer einen Rummel. Das war beeindruckend. Die sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU nimmt tatsächlich keine Rücksicht auf Kollateralschäden, wenn es darum geht, gefährdete Arten zu schützen. Die EU hat Rumänien den Schutz der natürlichen Fauna und Flora auferlegt, was sehr gut ist. Das bedeutet, wenn eine Art, ob Fisch, Tier, Insekt oder Pflanze, das spielt keine Rolle, bedroht ist, bekommt sie absoluten Schutz. Das ist auch mit dem Stör passiert. Unglücklicherweise haben unsere Nachbarn weiter fischen dürfen. Die Ukraine fischt auch heute weiter, weil sie nicht in der EU ist. Die Bulgaren, glaube ich zumindest, haben mittlerweile zwar aufgehört, aber gleichzeitig hat überall die Wilderei extrem zugenommen.